Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lomtro-Video. Heute möchte ich euch gerne die LiPlay vorstellen. Eine ungewöhnliche Kamera mit einer ungewöhnlichen Funktion. Wir schauen sie uns mal an. Die LiPlay ist eine kleine schicke Instax-Kamera und anhand meiner Hand seht ihr mal die Größe dieser Kamera. Sie ist für die Handtasche konzipiert und designt worden und es gibt sie in 3 verschiedenen Varianten. Ich habe hier die schwarz-rosé-goldene Version und sie ist echt recht schick gemacht, das muss man wirklich sagen. Sie hat hinten ein paar Knöpfe, an der Seite noch ein paar Knöpfe und ja, und von vorne sieht sie recht schick aus. An der Seite hier haben wir die Möglichkeit, eine Mini-SD-Karte reinzustecken und das machen wir auch mal gleich. Damit haben wir jetzt den internen Speicher von 45 Aufnahmen um 2 GB erweitert und die Kamera ist im Grunde genommen jetzt jederzeit einsatzbereit. Das erste, was ich sagen muss, was sehr positiv ist, wenn man die Kamera einschaltet, das werdet ihr jetzt sehen, dann ist sie sofort einsatzbereit. Seht ihr? Zack, da ist sie. Das haben viele Kameras nicht. Ja, und wenn ihr jetzt mal auf das Display guckt, dann seht ihr auch etwas, was mich persönlich doch recht stört. Das Display ist jetzt nicht so das hochwertigste. Ihr seht diesen leichten Grünstich da drin. Das gefällt mir persönlich gar nicht. Ich habe aber schon im Internet gesehen, dass da die Meinungen sehr auseinandergehen. Mich hat es jedoch recht gestört. Das Filmeinlegen geht wie bei allen Instax-Kameras kinderleicht. Ihr seht hier ganz schnell die Kamera aufmachen, Kassette rein, die gelbe Markierung bitte dabei beachten, dann den Deckel wieder zu und das war's auch schon. Und die Kamera dankt es euch sofort mit dem Testfilmstreifen, diesem Deckel, den es da immer gibt. Da ist er. Voila! Und da sind wir auch schon bei der ersten ungewöhnlichen Funktion, denn die LiPlay ist die erste Instax-Kamera, die sich mit deinem Handy verbinden kann. Das ist sehr cool. Du stellst die Kamera einfach hin, sie hat übrigens kein Stativgewinde, und dann hast du hier die Live-View-Funktion. Und du siehst hier schon, das Motiv ist direkt angezeigt und du drückst einfach den Auslöser auf deinem Handy und die Kamera macht das Foto. Dann schickt dir die Kamera direkt das Foto auf dein Handy und du brauchst es nur noch ausdrucken. Als ich dieses Video aufgenommen habe, hat sich die App erst einmal aktualisiert und passend zur Weihnachtszeit habe ich die passenden Rahmen für die Fotos heruntergeladen und die kann ich jetzt mit meinem Handy verbinden. Und diese Rahmen könnt ihr jetzt auf die Kamera direkt laden und zwar auf eine dieser 3 Tasten. Ihr seht unten in der App schon, ich habe diese 3 Rahmen mir ausgesucht und habe die dann der jeweiligen Taste zugewiesen. Durch die Verbindung mit eurem Smartphone habt ihr natürlich jetzt die Gelegenheit, all eure Fotos erst einmal in aller Ruhe in Lightroom zu bearbeiten, so wie ihr gerne den Look haben möchtet. Dann könnt ihr das Foto erstmal auf eurem Handy speichern und über die App nehmt ihr Kontakt mit der Kamera auf und druckt das Foto dann einfach aus. Und jetzt kommt die große Neuerung. Mussten wir bislang extra Schwarz-Weiß-Filme von Instax kaufen, können wir jetzt hier einfach ein Schwarz-Weiß-Bild ausdrucken und das sieht richtig gut aus. Und jetzt kommen wir mal zur absoluten Neuigkeit, denn die Kamera nimmt Ton auf. Ja, sie verbindet tatsächlich Fotografie und Sound. Und das ist schon sehr interessant. Ich habe mir hier so ein kleines Setup aufgebaut und wenn ich vorne die Mikrofontaste drücke, dann nimmt die Kamera den Sound von 15 Sekunden auf. Und zwar gemischt kurz vor dem Auslösen und kurz danach. Ihr habt jetzt gerade übrigens gesehen, ich vergesse immer an dieser Kamera das Hilfslicht, den sogenannten Blitz, auszuschalten. Aber da kommen wir gleich zu. Lass uns erstmal über den Sound reden. Nachdem die Kamera automatisch das Foto an dein Handy geschickt hat, um dann den Sound hochzuladen in die Cloud, können wir jetzt hier in aller Ruhe erstmal die Farbe des QR-Codes, über den der Sound abrufbar ist, bestimmen. Ich habe jetzt mal in dem Fall hier rot genommen. Und dann können wir noch den genauen Standort des QR-Codes bestimmen in einen der Ecken. Ich mache das jetzt einfach mal in dieser hier, da ist es unauffällig.
Jetzt wird es spannend, denn wenn ihr euren QR-Code-Reader auf dem Smartphone nutzt und den QR-Code auf dem Foto einscannt, dann liest euer Smartphone den aus und das Foto erscheint auf dem Display. Jetzt anklicken und hören. Damit ihr das jetzt mal selber ausprobieren könnt, habe ich ein zweites Foto gemacht mit einer Botschaft nur für euch. Also drückt mal auf Pause, nehmt euren QR-Code-Reader und scannt hier diesen Code ein. Die Katja von Querfeldein hat mich auf die wunderbare Idee gebracht, dass man diese Funktion super als Visitenkarte benutzen kann. Jetzt mache ich das hier mal für meinen Podcast, aber jetzt stell dir mal vor, du hast eine Band, ein Gruppenfoto machen und gleichzeitig die Musik abspielen lassen. Super Werbung. Wenn du gerne wissen möchtest, wo wird der Ton gespeichert, wie lange ist das Ganze eigentlich überhaupt abrufbar, darüber habe ich ein Video gemacht, das findest du oben in der Ecke verlinkt. Schau dir das gerne mal an, da kriegst du ausführlich Antworten zu dem Thema. Und alle weiteren Videos, die ich zu dieser Kamera gemacht habe, findest du unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dich gerne mal durchklicken. Kommen wir mal zurück zu unserem Foto vom Anfang des Videos. Und zwar hier diese kleine Buddha-Figur. Wir haben natürlich die Möglichkeit, jetzt dieses Foto noch nachträglich mit den entsprechenden Rahmen, die uns gefallen, zu schmücken. Wir haben einmal hier Farbfilter, dann haben wir hier die Belichtung. Also wir haben die ganzen Rahmen. Ich glaube, ich nehme diesen hier, weil ich den hier recht schön finde. Eine überraschende Sache war für mich der Außeneinsatz. Ich war hier auf einem Weihnachtsmarkt und habe versucht, so eine Lichtinstallation zu fotografieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann die Kamera recht gut. Schaut euch das mal hier an. Hier sieht man schon, hey, das hat was. Und das Ergebnis sieht so aus. Wenn wir uns rechts das mit dem Rahmen auch noch angucken, ich finde, es hat eigentlich was. Also für die Dunkelheit recht gelungen, muss ich sagen. Auf jeden Fall hat die Kamera mich überzeugt, meine Fotos vom Handy aus auf ihr auszudrucken. Und sowohl im farblichen Bereich als auch im Schwarz-Weiß-Bereich kann man eine Menge rausholen. Und hier ist mir vor allem aufgefallen, wie gestochen scharf Instax eigentlich sein kann. Vor allem im Mini-Format war man das bisher nicht so wirklich gewohnt. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr überzeugt und da kann man eigentlich, glaube ich, nicht noch mehr rausholen. Es gibt für mich aber auch ein paar Punkte, die ich ein bisschen kritisch sehe und die mich einfach auch ein bisschen genervt haben. Da ist zum Beispiel einmal das Hilfslicht vorne an der Kamera, der sogenannte Blitz. Es gibt Instax-Kameras, da kannst du den Blitz nicht abstellen. Bei dieser kannst du es. Das Problem ist aber, du musst es jedes Mal tun. Also du hast keine Standardeinstellung, dass du sagen kannst, lass den Blitz immer aus. Das geht nicht, sondern du musst jedes Mal in das Menü reingehen, den Blitz ausstellen, dann dein Foto machen, wenn du ihn nicht haben möchtest. Und das hat mich genervt. Ich hoffe, dass irgendjemand von euch da draußen rauskriegt, wie es geht, dass man es machen kann als Standardeinstellung. Ich habe es nicht geschafft. Wenn ihr es hingekriegt habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ganz wichtig, weil es hat mich teilweise echt genervt, denn ich habe es so oft vergessen, dieses Hilfslicht auszumachen und es ging jedes Mal an. Ihr habt ja schon ein paar Ergebnisse gesehen, auch da war das dabei. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich habe, ist folgender. Ich finde, Instax macht mittlerweile wirklich richtig coole Features an ihre Kameras. Also du hast tolle Funktionen, du hast tolle Bilder, die du verzerren kannst, die du mit tollen Rahmen belegen kannst, die du mit schönen Effekten zaubern kannst. Alles super. Das Problem, was ich aber sehe und was ich habe, ist, dass ich mir mittlerweile meine Kamera aussuchen muss nach dem, was sie kann. Und das ist schade. Warum hat zum Beispiel eine SQ20 nicht diese tollen Rahmen, die auch auf der Liplay zu finden sind? Warum gibt es nicht einheitliche Rahmen? Ein weiterer Punkt ist, dass ich es total begrüße, dass wir endlich die Möglichkeit haben, eine Kamera
mit einem Smartphone zu verbinden. Und das ist wirklich toll. Ich habe in der letzten Zeit die Liplay mehr als Drucker als Kamera benutzt. Das muss ich einfach sagen. Es ist einfach richtig schön. Du kannst die Sachen schön auf Lightroom bearbeiten, dann druckst du sie bequem aus und hast das Ganze. Finde ich super. Warum kann ich mit meiner SQ20 oder vielleicht sogar schon mit meiner SQ10 das nicht? Auch da wieder, wir unterscheiden ja zwischen Square-Format und zwischen dem Mini-Format. Aber im Square-Format sollst du dir den Drucker kaufen. Es wird langsam ein bisschen undurchsichtig, was die ganzen Produkte anbelangt. Und das finde ich verwirrend. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, ich bin langsam nicht mehr Zielgruppe. Und in einem Gespräch mit Katja habe ich rausgefunden, ich bin wirklich nicht mehr Zielgruppe, denn die Zielgruppe liegt bei unter 18-Jährigen momentan. Also das würde dann schon wieder passen. An sich ist die Liplay eine wirklich coole Kamera. Sie ist gut durchdacht, sie ist sehr handlich, sie ist sehr leicht, was das Gewicht angeht. Sie ist sehr unempfindlich, so habe ich sie jedenfalls empfunden. Und ja, sie macht einfach eine Menge Spaß. Also wenn ihr Bock drauf habt, ein bisschen was Lustiges zu gestalten, ihr habt gerade gesehen, was man damit alles machen kann, dann spricht da nichts dagegen, sich diese Kamera zu kaufen. Ich bin sehr gespannt, was Instax für uns noch bereithält im Jahr 2020. Und ja, bis dahin haben wir erstmal schon eine sehr, sehr umfangreiche Produktpalette auf jeden Fall, die für eine Menge Spaß sorgt, so oder so. Wie siehst du diese Kamera? Was gefällt dir an dieser Kamera? Was möchtest du gerne anders haben? Lasst mich eure Erfahrungen unten in den Kommentaren unbedingt wissen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns recht bald wieder und ja, bis dahin seid herrlich unperfekt. Ich bin raus, bis dahin, ciao.